willkommen. Nimm dir einen Augenblick, bevor wir beginnen, um dort anzukommen, wo du gerade bist. Lass deine Schultern weich werden. Lass deinen Kiefer ein klein wenig loslassen. Lass deine Hände dort ruhen, wo sie gern ruhen. Die Handflächen nach oben oder nach unten gedreht. Je nachdem, was sich leichter anfühlt. Es gibt nichts, was du in der nächsten Weile tun musst. Nichts, was du halten müsstest. Nichts, was du in Ordnung bringen müsstest. Keinen Ort, an dem du sein müsstest, außer hier, langsam atmend, dem Klang einer Stimme lauschend, die dich an einen sehr weit entfernten und sehr stillen Ort tragen wird. Wenn deine Gedanken noch in Bewegung sind, ist das in Ordnung. Du musst ihnen nicht hinterherjagen und du musst sie nicht zum Schweigen bringen. Du kannst sie einfach vorüberziehen lassen, so wie Wolken an einem Fenster vorüberziehen, ohne dass du auch nur eine davon mitnimmst. Wir gehen an einen Ort, an dem alles langsam geschieht. So langsam, dass du, wenn du dorthin zu eilen versuchtest, ihn vollständig verfehlen würdest. Ein Ort, an dem Sanftheit das Gesetz ist. Ein Ort, an dem nichts von dir verlangt wird, außer zu treiben. Atme langsam ein, durch die Nase. Und atme ebenso langsam wieder aus, durch den Mund oder durch die Nase, was sich natürlicher anfühlt. Und noch einmal. Ein, ganz langsam. Und aus, ganz langsam. Bemerke, wie jedes Ausatmen etwas Kleines in deinem Körper löst. Eine Schulter, einen Finger, einen Muskel hinter deinen Augen, von dem du gar nicht wusstest, dass er gearbeitet hat. Das Bett unter dir oder der Sessel oder welche Fläche dich heute Nacht auch trägt. Lass sie dich ganz tragen. Du musst dich nicht selbst aufrecht halten. Jetzt nicht. Wenn du einschläfst, bevor die Geschichte zu Ende ist das vollkommen. Die Geschichte zieht gern ohne dich weiter. Und wenn du bis zum Ende wach bleibst, ist das ebenso vollkommen. Es gibt keine falsche Art zuzuhören. Wir werden heute Nacht einen sehr weiten Weg zurücklegen. Vorbei an den hellen, lauten Planeten. Vorbei an den kalten, stillen. Vorbei an den Ringen aus Staub und den langen, dunklen Gürteln aus Stein. Hinaus an einen Ort, den nur wenige Karten überhaupt verzeichnen. Eine Streuung weicher Asteroiden in einem vergessenen Winkel eines stillen Sonnensystems. Ein Stück Raum, so reglos, dass der Staub darin hängt, wie Schlick in einem langsamen Fluss. Die Reisende, die wir treffen werden, weiß nicht, dass wir kommen und wird uns nicht bemerken. Wir lassen uns einfach in einer Ecke ihres Lastkahns nieder und schauen zu. Wir atmen mit ihr, treiben mit ihr und lassen uns von ihrer langsamen Arbeit in den Schlaf wiegen. Also schließe die Augen, falls sie nicht schon geschlossen sind. Lass deinen Atem seinen eigenen langsamen Rhythmus finden und lass dich nach außen treiben, fort aus deinem Zimmer, fort aus dem Tag, der hinter dir liegt, fort aus allen Plänen für morgen. Hinaus und weiter hinaus, in das samtene Dunkel zwischen den Sternen. Das Erste, was du bemerkst, wenn du ankommst, ist die Stille. Nicht die leere Stille eines Zimmers, in dem niemand ist, sondern eine erfüllte Stille, eine weiche Stille, so wie ein Wald still ist, wenn er beschlossen hat zu ruhen. Es ist eine Stille, die an den Rändern ganz leise summt, als atme das Dunkel selbst. Das Zweite, was du bemerkst, ist das Licht. Es ist nicht das kalte Blau-Weiß einer fernen Sonne. Es ist ein warmes Bernstein, die Farbe von Honig, gegen ein Fenster gehalten, und es kommt von irgendwo direkt neben dir. Wenn du deine Aufmerksamkeit dorthin wendest, entdeckst du eine kleine Laterne, ein Geflecht aus glühendem Faden, eingefasst in einen Kupferkäfig, die ganz sanft an einem Haken schaukelt.
Das Bernsteinlicht fließt heraus und sammelt sich auf den nahen Flächen in langsamen, weichen Kreisen. Das dritte, was du bemerkst, ist der Geruch. Er ist pudrig und ganz schwach süß, wie das Innere eines alten Blumenladens nach Geschäftsschluss, wie getrocknete Blütenblätter in einer Papierschublade, wie der Staub auf einem lange ungelesenen Buch. Es ist der Geruch von Pollensporen, die schwerelos in der Luft treiben, so fein, dass du sie sich nicht bewegen siehst, sondern ihre sanfte Gegenwart nur auf deiner Haut und in deinem Atem spürst. Du bist an Bord des Lastkahns. Der Lastkahn ist klein, nicht größer als ein Flussboot, vielleicht ein wenig kleiner. Sein Rumpf ist gewoben, nicht gebaut. Lange Bänder aus Carbongewebe, in eine Korbform geflochten, mit Kupfergeflecht über den offenen Stellen. Das Carbongewebe hat die Farbe feuchten Treibholzes, dunkel und weich anzusehen und doch stark genug, 100 Jahre lang zwischen Asteroiden zu treiben. Das Kupfergeflecht hat das sanfte Grün alter Münzen angenommen. Wo das Bernsteinlicht der Laterne es berührt, nimmt das Kupfer die Farbe eines langsamen Sonnenuntergangs an. Der Lastkahn hat keinen Motor, den du hören könntest. Er bewegt sich ganz langsam, weil die Schwerkraft der Untiefen so gering ist, dass selbst die leiseste Strömung treibender Kieselchen ihn vorwärts ziehen kann. Du spürst diese Bewegung nur als das sanfteste Schaukeln, so wie eine Hängematte schaukelt, wenn niemand darin liegt. Draußen, vor den langen, ovalen Bullaugen, kannst du die Untiefen sehen. Asteroiden, so groß wie kleine Inseln, treibend in einem Tempo, das zu langsam ist, als dass das Auge ihm folgen könnte. Zwischen ihnen ist der Raum nicht leer. Er ist erfüllt von einem feinen, schwebenden Schleier aus Staub und Pollensporen und Kieseln in der Größe von Murmeln, die sich so langsam überschlagen, dass du ihre Umdrehungen zählen könntest. Jenseits von all dem, weit in der Ferne, das samtene Schwarz tieferen Raums, gesprenkelt mit schwachem Sternenlicht, wie Salz, verstreut auf dunklem Tuch. Von irgendwo voraus hörst du ein Geräusch, ein leises Ticken, dann noch eines, dann ein kleiner Dreiklang, dicht beieinander. Tick, 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 tick. Es ist das Geräusch von Kieseln, die ganz sanft auf das Kupfergeflecht des Rumpfes tippen, während der Lastkahn zwischen ihnen treibt. Jedes Tippen ist klein und rund und harmlos. Jedes Tippen ist ein winziges Willkommen. Am anderen Ende des Lastkahns ist eine Gestalt. Sie kehrt dir den Rücken zu und arbeitet mit einer langsamen, bedachten Bewegung an etwas, das du nicht ganz erkennen kannst. Ihr Name ist Ode. Ode ist die Schwerkraftfischerin dieser Untiefen. Du kannst Odes Gesicht noch nicht sehen, nur ihre Umrisse. Eine weiche, gerundete Silhouette in einem langen Steppmantel, der ihr fast bis zu den Knöcheln reicht. Der Mantel hat die Farbe von Moos. Ihr Haar, soweit du es sehen kannst, hat das Grau ungerauchter Asche und ist tief und locker zu einem Zopf gebunden. Sie trägt weiche Stiefel mit dicken Filzsohlen. Die Art Stiefel, die auf dem Holzdeck des Lastkahns überhaupt kein Geräusch machen. Ode hebt etwas, einen langen Griff aus kühlem Messing, an dessen Ende sich eine kleine, zusammengefaltete Form befindet. Ode hebt ihn sehr, sehr langsam, so wie man ein schlafendes Kind heben würde. Und dann, mit einer Bewegung, die so allmählich ist, dass sie fast keine Bewegung mehr ist, beginnt Ode das zu entfalten, was am Ende des Griffes ist. Es ist ein Netz aus so feiner Gase, dass es beinahe unsichtbar ist. Nur ein leises Schimmern dort,
wo das Laternenlicht seine Fäden berührt. Während Ode das Netz entfaltet, bauscht es sich nach außen, langsam und schwerelos, so wie sich ein langer Schal unter Wasser bauschen würde. Es dauert lange, bis es ganz geöffnet ist. Du schaust zu und dein eigener Atem verlangsamt sich im Takt des langsamen Öffnens des Netzes. Der Lastkahn treibt. Die Bernsteinlaterne schaukelt. Die Kiesel ticken gegen das Kupfergeflecht. Tick, 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 tick. Du bemerkst, während du aus deiner weichen Ecke des Lastkahns zusiehst, dass es mehrere Laternen gibt, nicht nur eine. Sie hängen in Abständen an der Wölbung der Carbongeflechtdecke, jede in ihrem eigenen kleinen Käfig aus geflochtenem Kupfer, jede ein wenig aus dem Takt der anderen schaukelnd, sodass das bernsteinfarbene Licht in langsamen, sich überlagernden Pfützen über das Deck wandert. Wenn du den Kopf wendest, langsam natürlich, denn hier wird nichts in Eile getan, verschieben sich die Schatten und flechten sich zu neuen Formen auf dem Boden. Das Deck des Lastkahns besteht aus blassen Planken, glatt geschliffen von vielen Jahren langsamer Schritte. Die Planken sind nicht flach. Sie wölben sich an den Rändern sanft nach oben und bilden eine Art flache Schale, sodass selbst in leichtester Schwerkraft nichts hinunterrollt. Entlang der geschwungenen Wände verlaufen niedrige Regale über die gesamte Länge des Kahns, bestückt mit Glasgefäßen unterschiedlicher Größe, jedes von einer weichen Lederschlaufe gehalten. Die Gläser fangen das Laternenlicht ein und geben es weiter, in kleinen warmen Flackern, von einem zum nächsten. Du lässt deinen Blick eine Weile auf den Gläsern ruhen. Manche sind leer, wartend. Manche sind halb voll, mit feinem, blassem Staub. Manche enthalten Kiesel, sortiert nach Größe und Farbe. Ein Glas mit kleinen Weißen, ein Glas mit größeren Grauen, ein Glas mit winzigen, in der Farbe alten Goldes. Jedes Glas trägt einen kleinen Papierzettel mit Bindfaden um den Hals gebunden. Du kannst die Zettel von deinem Platz aus nicht ganz entziffern, aber die Schrift darauf ist rund und geduldig, als hätte derjenige, der sie geschrieben hat, keinen Grund zur Eile gehabt. Ode hat das erste Netz entfaltet. Es hängt jetzt in der offenen Luft außerhalb des Kahns, mit seinem Messinggriff an einem Haken befestigt, der im Carbongeflechtrumpf sitzt. Sein Gasestoff wogt in einem langsamen Rhythmus, als atmete die sehr leichte Strömung der Untiefen hindurch. Du kannst sogar von innen sehen, wie sich kleine Stäubchen in seinen Falten zu sammeln beginnen. Winzige Pollenflöckchen, feines Glimmern von Staub. Hier und da ein Kiesel, so klein, dass er kaum Gewicht hat. Ode geht, wenn gehen das richtige Wort ist für das sanfte, langsame Schlurfen, das man hier verwendet, zu einem zweiten Haken, weiter den Kahn entlang. Sie nehmen ein weiteres gefaltetes Netz herunter, heben es ebenso behutsam wie das erste und beginnen abermals das lange, langsame Entfalten. Du bemerkst, wie sich ihre Hände bewegen. Ihre Hände sind wettergegerbt und freundlich anzusehen, mit Knöcheln wie kleine, glatte Steine. Ihre Finger zittern nicht. Sie sind nicht hastig. Jede Bewegung kommt aus einer langen Übung. Eben dies immer wieder zu tun, viele stille Jahre lang. Das zweite Netz öffnet sich langsam in die Dunkelheit. Ode hakt es ein. Sie wenden sich nun dir zu, obwohl sie dich nicht sehen, und ihr Gesicht tritt ins Laternenlicht. Odes Gesicht ist rund und weich. Ihre Augen sind dunkel, eingebettet in tiefe, ruhige Falten. Ihr Mund ruht in einem leisen, ungezwungenen Halblächeln. Jene Art von Lächeln, das auch dann nicht verschwindet, wenn sie sich konzentrieren. Auf ihrer linken Wange ist ein kleiner Fleck,
ein blasser Sommersprossenpunkt in der Größe eines Stecknadelkopfes. Sie sehen aus wie jemand, der seit sehr langer Zeit gut schläft. Ode greift hinauf und richtet eine Laterne, die leicht aus dem Lot geraten ist. Die Laterne schwingt, dann legt sie sich zur Ruhe. Das bernsteinfarbene Licht sammelt sich für einen Moment anders auf dem Boden und dann legt es sich ebenfalls zur Ruhe. Alles legt sich zur Ruhe. Alles, irgendwann, legt sich zur Ruhe. Die Kiesel klopfen gegen den Rumpf. Tick, 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 tick. Von irgendwo tiefer im Kahn hörst du einen weiteren Klang. Ein sanftes Klingen, einzeln und klar, wie wenn ein Finger um den Rand eines Glases gleitet. Und dann noch eines, tiefer, länger. Das sind die Stimmstäbe. Du wirst gleich mehr über sie erfahren. Für den Augenblick lass ihren Klang einfach Teil der Luft sein. Ode bewegt sich den Kahn entlang und entfaltet ein Netz nach dem anderen. Insgesamt sind es 8, in gleichmäßigen Abständen an beiden Seiten des Rumpfes aufgehängt. Das Entfalten dauert lange. Es macht dir nichts aus. Die Langsamkeit ist gerade der Sinn. Als das letzte Netz offen ist, ist der Kahn von schimmernder Gase umsäumt, die das Laternenlicht und das schwache Sternenlicht zugleich einfängt. Und das ganze Gefährt beginnt auszusehen wie etwas zwischen einem Fischerboot und einer Qualle, treibend durch die Dunkelheit. Nun geht Ode das Deck wieder zurück und prüft jedes Netz. An jedem Netz halten sie inne, beugen sich nah heran und schauen in die Falten. Manchmal geben sie einen kleinen, zufriedenen Laut von sich, ein leises Summen, jene Art Summen, das man macht, wenn man etwas Erfreuliches gefunden hat. Manchmal nicken sie nur und gehen weiter. Du beginnst leise in deiner eigenen Kehle zu summen, im Takt mit Odes Summen, einfach weil es sich gut anfühlt. Bei einem Netz hält Ode länger inne als bei den anderen. Sie nehmen eine kleine Messingkelle aus einer Schlaufe an ihrem Gürtel. Eine langstielige Kelle mit einer tiefen, runden Schale, nicht größer als eine Teetasse. Sie führen die Kelle sehr behutsam in die Falten des Netzes und holen sie zurück, gefüllt mit etwas, das schwach schimmert, Pollenflöckchen vielleicht, oder Staub, oder beides. Sie drehen die Kelle langsam im Laternenlicht und sehen zu, wie die Flöckchen sich verschieben und neu setzen. Dann gehen sie über das Deck zu einer Reihe leerer Gläser. Das Überqueren des Decks dauert lange. Ode geht mit der Kelle vollkommen waagerecht gehalten, so wie man mit einer randvollen Tasse Tee gehen würde. Würden sie sich nur etwas schneller bewegen, hüben die Flöckchen aus der Kelle ab und trieben davon. Also gehen sie in der geduldigen, gleitenden Weise, die die Untiefen verlangen. Ein sanfter Schritt, dann noch einer, dann noch einer. An den Gläsern senken sie die Kelle und kippen ihren Inhalt in den offenen Mund eines Glasgefäßes. Die Flöckchen rieseln hinein, nicht wie Wasser, sondern wie sehr, sehr feiner Schnee, so langsam fallend, dass du jedes einzelne Stäubchen auf seinem Weg nach unten beobachten kannst. Das Glas füllt sich, ein klein wenig, mit schwach leuchtendem Staub. Ode verschließt das Glas mit einem weichen Korken, bindet einen Papierzettel mit einem Stück Bindfaden um seinen Hals und schreibt mit einem kleinen Bleistift auf den Zettel. Du kannst die Schrift noch immer nicht lesen, aber das musst du auch nicht. Die bloße Tatsache des Schreibens genügt. Das Glas reiht sich zu seinen Nachbarn ins Regal. Ode kehrt zu den Netzen zurück. So ist der Rhythmus der Arbeit. Ein Netz entfalten, warten, in die Falten schauen. Wenn etwas zu sammeln ist, mit der Kelle sammeln. Die Kelle sehr langsam zu den Gläsern tragen. Eingießen, verschließen,
beschriften, zurückkehren, von vorn beginnen. Es ist die denkbar einfachste Art von Arbeit. Und Ode tut sie schon so lange, dass sie nicht mehr als Arbeit empfunden wird. Sie ist inzwischen eher wie Atmen oder wie Blinzeln. Jede Geste fließt in die nächste über, ohne scharfe Kanten dazwischen. Du beobachtest, wie sich das Muster wiederholt. Netz, warten, schauen, Kelle, gehen, eingießen, verschließen, beschriften, zurückkehren und wieder. Netz, warten, schauen, Kelle, gehen, eingießen, verschließen, beschriften, zurückkehren. Nach einer Weile spürst du nicht mehr das Bedürfnis zu zählen. Das Muster trägt sich von selbst. Die Kieselsteine tippen sanft gegen das Kupfergeflecht. Die Laternen schwingen in ihren Käfigen. Das leise Klingen der Stimmstäbe kommt und geht von irgendwo tiefer im Lastkahn. Der Pollengeruch wird ein wenig stärker, süß und alt und tröstlich. Durch die langen, ovalen Bullaugen kannst du das langsame Treiben eines nahen Asteroiden sehen. Er hat keine schroffe Form, wie manche Asteroiden sie haben. Er ist rund und weich anzusehen, wie ein Flussstein von der Größe eines kleinen Häuschens, gesprenkelt in Grüntönen und Grau. Er dreht sich sehr langsam in der Dunkelheit, zeigt zuerst eine Seite, dann eine andere. Auf einer Seite glaubst du, einen kleinen Fleck von etwas schwach Leuchtendem zu erkennen. Eine Art glimmendes Moos vielleicht. Oder eine Kolonie langsamer Flechten, die sich in der sanften Schwerkraft eingerichtet hat. Du schaust, bis diese Seite sich von dir abwendet. Und dann schaust du die nächste Seite an. Und die nächste. Die Zeit ist in den Untiefen kein straffer Faden. Sie ist eine lange, lose Schlaufe Garn, in einem Korb aufgerollt. Du kannst so viel davon nehmen, wie du brauchst, und sie löst sich nicht auf. Nach einer langen Weile beendet Ode die erste Runde an den Netzen. Sie richten den Rücken auf, langsam, sehr langsam, und drücken die Hände in den unteren Rücken, in einer kleinen Dehngeste. Du kannst beinahe, sogar von deinem Platz aus, das leise Seufzen hören, das damit einhergeht. Dann drehen sie sich und schlurfen zum hinteren Teil des Lastkahns, wo eine niedrige, gewölbte Tür in einen kleineren Raum führt. Du folgst, in deiner schwerelosen, beobachtenden Art. Der kleinere Raum ist die Kombüse. Sie ist nicht größer als ein Schrank, aber jede Fläche ist freundlich genutzt worden. Eine niedrige Arbeitsplatte verläuft an einer Wand entlang, mit einem kleinen Becken darin und einem Hahn, der sich von der Decke biegt wie ein Blütenstängel. Über der Arbeitsplatte halten Haken Keramiktassen und Schalen, jede in einer weichen Lederschlaufe, damit sie nicht davontreiben. Gegenüber der Arbeitsplatte ist ein kleiner Ofen von der Größe eines Teekessels in die Wand eingelassen, mit einem Kupferrohr, das nach oben durch die Decke hinaus ins Dunkel führt. In der Ecke birgt ein hoher, schmaler Schrank Dosen und Gläser und kleine gefaltete Tücher. Alles hat die Farbe von warmem Holz und altem Messing. Das bernsteinfarbene Laternenlicht kommt vom Deck hinter dir herein und findet seinen Weg in jede Ecke. Ode geht zum Ofen. Sie nehmen einen kleinen Kessel von einem Haken darüber, einen Kessel in der Farbe dunklen Honigs, mit einem geschwungenen Griff, der gut in ihre Hand passt. Sie füllen den Kessel halb voll aus dem gebogenen Hahn und stellen ihn auf den Ofen. Sie drehen ein kleines Messingrad. Eine schwache blaue Flamme erscheint unter dem Kessel. Sehr klein, sehr leise. Während der Kessel warm wird, öffnet Ode den hohen Schrank. Darin stehen Dosen in vielen Größen, jede beschriftet in derselben runden, geduldigen Handschrift. Ode wählt eine Dose aus
und bringt sie zur Arbeitsplatte herunter. Sie schrauben den Deckel ab. Du nimmst den Geruch dessen wahr, was darin ist, sogar vom anderen Ende des Raumes. Er ist warm und leicht salzig, wie der Geruch von Stein nach Regen. Es ist der Geruch von gepresster Mineralbrühe, der gewöhnlichen Mahlzeit der Untiefen. Und es ist ein Geruch, den du heute Nacht sehr gut kennenlernen wirst. Ode löffelt eine Portion des Brühpresslings in eine Keramiktasse. Eine tiefe, runde Tasse in der Farbe von Flusslehm, mit einem Daumenabdruck an der Seite als Griff. Der Brühpressling hat die Farbe getrockneter Herbstblätter und zerbröckelt sanft zwischen Odes Fingern, während sie ihn über der Tasse zerteilen. Als der Kessel sein kleines, leises Geräusch zu machen beginnt. Kein Pfeifen, sondern ein sanftes Seufzen, denn nichts in den Untiefen pfeift. Heben Ode ihn vom Ofen und gießen das warme Wasser über den Brühpressling. Die Brühe erblüht. Das ist das einzige Wort für das, was sie tut. Die trockenen Blätter rollen sich auf. Das Wasser wird langsam bernsteinfarben. Und eine Locke Dampf steigt aus der Tasse und treibt nach oben durch das Laternenlicht. Der Geruch, der damit aufsteigt, ist der wärmste Geruch, den du seit langer Zeit gekannt hast. Salz, Stein, etwas, das fast wie Gras ist, aber leiser als Gras. Du atmest ihn ein und deine Schultern werden noch weicher, ganz von selbst. Ode hebt die Tasse mit beiden Händen. Sie legen die Finger um die Keramik und spüren, wie ihre Wärme in die Handflächen sickert. Sie heben die Tasse an die Nase, atmen langsam den Dampf ein und lassen einen noch langsameren Atem hinausziehen. Dann nehmen sie den ersten Schluck. Du kannst es beinahe durch sie hindurch schmecken. Warm, mild, ein wenig salzig. Etwas darunter, das wie der Geschmack eines Steins ist, den du als Kind in der Hand gehalten haben könntest, als du keine größere Aufgabe hattest, als einen Stein zu halten und zu fühlen, dass er kühl und rund war. Ein Geschmack, der dich hinsetzen lassen will. Ein Geschmack, der dich die Augen schließen lassen will. Ode setzt sich tatsächlich hin. In der Ecke der Kombüse steht ein kleiner Hocker, nicht höher als ein Schienbein, oben mit einem gefalteten Stück moosfarbenem Stoff gepolstert. Ode lässt sich darauf nieder, mit der langsamen Sorgfalt von jemandem, der nach vielen Jahren gelernt hat, sich Zeit zu nehmen. Sie halten die warme Brühe zwischen den Händen und blicken, milde, auf nichts Bestimmtes. Du bleibst eine Weile bei ihnen, in der kleinen Kombüse, während die Brühe getrunken wird. Du unterbrichst die Stille nicht. Du lässt sie sich um dich sammeln. Draußen vor der Kombüse, durch die gewölbte Tür, kannst du das lange Deck des Lastkahns sehen und die schwingenden Laternen und das langsame Bauschen der Gazenetze hinter den Bullaugen. Die Kieselsteine tippen ihren sanften Gruß gegen das Kupfergeflecht. Tick, 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 tick. Die Stimmstäbe klingen. Einmal, tief und lang, von irgendwo, das du nicht genau verorten kannst. Wenn Ode die Brühe ausgetrunken haben, und sie haben lange dafür gebraucht, spülen sie die Tasse im Becken aus, trocknen sie sorgfältig mit einem gefalteten Tuch und hängen sie zurück an ihren Haken über der Arbeitsplatte. Sie wischen die Arbeitsplatte einmal mit dem Tuch. Sie falten das Tuch zweimal und legen es auf den Rand des Beckens. Sie drehen das kleine Messingrad, um die blaue Flamme unter dem Ofen zu löschen. Sie schauen sich einmal in der Kombüse um, langsam, um sicherzugehen, dass alles dort ist, wo es sein soll. Dann schlurfen sie zurück durch die gewölbte Tür auf das Deck.
Nun werden wir Ode in die langsame Form ihrer Arbeitsschicht folgen. Es ist keine geschäftige Schicht. Es wird keine geschäftige Schicht sein. Nichts hier ist je geschäftig. Aber es gibt kleine Dinge, die der Aufmerksamkeit bedürfen. Und Ode kümmern sich um sie. Eines nach dem anderen. Mit der geduldigen Langsamkeit von jemandem, der nirgendwo anders lieber wäre. Die erste Aufgabe ist, die Länge des Lastkahns abzuschreiten und jeden Stimmstab zu prüfen. Du wusstest noch nicht, was das war. Jetzt wirst du es sehen. Die Stimmstäbe sind schlanke Stücke aus poliertem Messing, die in weichen Schlaufen an der Innenseite der Decke des Lastkahns hängen. Es sind vielleicht ein Dutzend insgesamt, jeder von anderer Länge, jeder auf einen anderen sanften Ton gestimmt. Wenn ein Kieselstein an genau der richtigen Stelle den Rumpf antippt oder wenn das Carbongewebe unter einer Temperaturänderung knarzt, klingen die Stäbe leise, einzelne Töne, manchmal 2 zusammen, manchmal 3. Es ist keine Musik im üblichen Sinn. Es ist eher wie das Geräusch, das ein stilles Haus nachts macht, wenn es sich setzt. Ode geht unter den Stäben entlang. An jedem hebt Ode einen einzelnen Finger und berührt den Stab leicht, lauscht dem kleinen Ton, der folgt. Wenn ein Stab gestimmt ist, nickt Ode und geht weiter. Wenn ein Stab abgedriftet ist, nimmt Ode einen kleinen Stimmschlüssel aus einer Schlaufe am Gürtel und dreht ihn eine Vierteldrehung am Fuß des Stabes. Der Ton verschiebt sich. Ode lauscht erneut. Noch eine Vierteldrehung, vielleicht. Noch ein Lauschen. Wenn der Ton stimmt, nickt Ode und geht weiter. Die Töne sind sehr leise. Du hörst sie mehr in deiner Brust als in deinen Ohren. Es sind die Art von Tönen, die eine Glocke machen könnte, wenn die Glocke nicht aus Metall, sondern aus warmer Luft gemacht wäre. Jeder verklingt lange, bevor der nächste erklingt, sodass die Luft des Lastkahns immer wieder zurückkehrt in ihre volle Stille. Du lässt dich eine Weile in diesem Rhythmus treiben. Berühren, Ton, lauschen, nicken, weitergehen, berühren, Ton, lauschen, nicken, weitergehen. Wenn das Stimmen erledigt ist, kehrt Ode zu den Netzen zurück. Einige von ihnen haben inzwischen mehr Stäubchen gesammelt und diese müssen ausgeschöpft werden. Andere Netze sind noch fast leer. Ode ist beides recht. Ob es etwas zu sammeln gibt, ist nicht der Sinn der Arbeit. Die Arbeit ist der Sinn der Arbeit. Das Gehen ist der Sinn des Gehens. Das Warten ist der Sinn des Wartens. Du siehst zu, wie Ode wieder von Netz zu Netz geht, hier ausschöpft, dort vorbeigeht, manchmal innehält, um durch das Bullauge das langsame Vorüberziehen eines Asteroiden zu betrachten. Du beginnst zu spüren an deinem schwerelosen Platz, dass auch du nun Teil dieses langsamen Treibens bist, dass du immer schon Teil davon warst, dass dies das natürliche Tempo der Dinge ist und die Welt, aus der du kamst, die seltsame war, zu schnell, zu laut, zu voller Ecken. Auch diesen Gedanken lässt du los. Du musst nicht vergleichen, du musst nur hier sein. Einige Zeit später kommt Ode zu einem Netz, das etwas Ungewöhnliches gefangen hat. Nicht ungewöhnlich auf eine beunruhigende Weise. Nichts hier ist je beunruhigend. Nur ungewöhnlich auf eine kleine, angenehme Weise. Als Ode in die Falten des Netzes blickt, weitet sich das weiche, halbe Lächeln ein wenig. Und Ode macht ein tiefes, anerkennendes Geräusch in der Kehle. Ode greift mit bloßen Fingern hinein, statt mit dem Schöpflöffel, und hebt ein einzelnes kleines Objekt heraus. Es ist ein Kieselstein, aber kein gewöhnlicher Kieselstein. Dieser ist nicht größer als eine Erbse, vollkommen rund
und in der Farbe eines stillen Sonnenaufgangs, blassorange, ins Rosa übergehend. Wenn Ode ihn langsam zwischen den Fingern dreht, fängt sich das Laternenlicht in seiner Oberfläche und der Kiesel scheint leise von innen zu leuchten, als hätte er die Erinnerung an Wärme sehr lange in sich getragen. Ode trägt den Kiesel über das Deck zu einem besonderen Regal, das du bislang nicht bemerkt hattest. Auf diesem Regal steht ein einzelnes kleines Glas, kleiner als die anderen, mit einer weiteren Öffnung und einem weicheren Korken. In dem Glas liegen vielleicht 20 solcher Kiesel, jeder in einer leicht anderen Schattierung des Sonnenaufgangs. Manche orange, manche rosa, manche im blassen Gold eines Wintermorgens, manche im Rosé eines Abendhimmels. Ode öffnet das Glas, lässt den neuen Kiesel mit einem kleinen weichen Geräusch hineingleiten, verschließt das Glas wieder und stellt es behutsam an seinen Platz zurück. Du weißt nicht, wofür diese Kiesel da sind, und Ode wird es dir nicht sagen. Vielleicht weiß Ode es selbst nicht. Vielleicht werden sie einfach gesammelt, weil sie schön sind. Und gesammelt zu werden, ist genug. Du lässt das in Ordnung sein. Du lässt dich einen Menschen sein, der nicht wissen muss, wofür alles da ist. Die Kiesel tippen das Kupfergeflecht an. Tick, 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 tick. Die bernsteinfarbenen Laternen schwanken. Der Pollenstaub hängt in der Luft wie ein angehaltener Atem. Nachdem die Runde durch die Netze wieder vollendet ist, geht Ode zu einem niedrigen, breiten Schrank an der Seite des Decks, öffnet ihn und holt ein hölzernes Tablett heraus. Auf dem Tablett sind Dutzende kleiner Fächer, jedes mit weichem Tuch ausgeschlagen. Und in diese Fächer beginnt Ode die Kiesel zu sortieren, die heute gesammelt wurden. Das ist eine langsame Aufgabe und eine beruhigende. Ode stellt das Tablett auf einen niedrigen Tisch und setzt sich davor im Schneidersitz auf ein gefaltetes Kissen. Ode nimmt ein Glas gemischter Kiesel vom Regal, öffnet es und schüttet ein paar Kiesel in die Handfläche. Dann einen nach dem anderen betrachtet Ode jeden Kiesel. Nach Farbe, nach Gewicht, nach der Glätte seiner Oberfläche unter dem Daumen. Und dann legt Ode jeden Kiesel in das Fach, in das er gehört. Ein blassgrauer Kiesel, sehr glatt, kommt in das Fach für blassgraue Kiesel. Ein etwas dunklerer grauer Kiesel mit einem weißen Tupfer darin kommt in das Fach daneben. Ein kleiner ockerfarbener Kiesel, nicht größer als ein Reiskorn, kommt in ein eigenes Fach. Jeder Kiesel macht ein winziges, weiches Geräusch, wenn er sich in sein tuchgepolstertes Nest setzt. Jedes Geräusch ist das kleinste, sanfteste Geräusch, das du dir vorstellen kannst. Du beobachtest Odes Hände beim Sortieren. Du beobachtest das sanfte Heben und Senken des Atems unter dem moosgrünen Mantel. Du beobachtest, wie sich das Laternenlicht auf dem hölzernen Tablett und auf den kleinen Kieseln sammelt. Und jeder fängt das Licht anders ein. Das Sortieren dauert lange. Wenn ein Glas leer ist, verschließt Ode es wieder, stellt es beiseite und greift nach einem nächsten. Du verlierst den Überblick, wie viele Gläser Ode schon sortiert hat. Es macht dir nichts aus. Überblick zu behalten war etwas, das du früher getan hast. Hier musst du das nicht. Die Stimmstäbe klingen leise, 3 Töne in einer langsamen Kaskade. Ein Kiesel tippt draußen das Kupfergeflecht an. Tick, der Lastkahn schwankt. Das bernsteinfarbene Licht wandert über Odes Hände, während Ode arbeitet. Bis das Sortieren beendet ist das Tablett eine kleine Landschaft sorgfältig angeordneter Steine, wie ein winziger Garten von oben betrachtet.
Ode betrachtet es einen langen, zufriedenen Moment lang. Dann bedeckt Ode das Tablett mit einem weichen Tuch, schiebt es zurück in den breiten Schrank und schließt die Schranktür. Ode steht auf, langsam, mit einer Hand auf dem Tisch, um das Gleichgewicht zu halten, und streckt erneut den Rücken mit jenem kleinen Seufzer. Du merkst, dass du dich ein wenig angespannt gehalten hast, im Mitgefühl mit dem Sortieren, und du lässt deine Schultern fallen. Du lässt deine Hände weich werden. Du lässt deinen Kiefer weich werden. Du lässt die kleine Linie zwischen deinen Augenbrauen glatt werden. Nun geht Ode noch einmal die ganze Länge der Barke ab. Diesmal prüft Ode die Carbongewebehülle dort, wo sie ans Kupfergeflecht stößt. Ode fährt mit der Hand die Nähte entlang und tastet nach jeder Stelle, an der sich das Geflecht gelockert hat. Als Ode eine kleine lose Stelle findet, nimmt Ode eine weiche Schnur aus einer Schlaufe am Gürtel und fädelt sie wieder durch das Carbongewebe, zieht das Geflecht mit geduldigen kleinen Zügen wieder fest. Du kannst das ganz leise Geräusch hören, wie die Schnur durch das Geflecht gleitet. Ein Flüstern, ein Hauch von Klang. Du folgst Ode auf deine zuschauende Art. Hand auf das Geflecht. Entlangtasten. Eine lose Stelle finden. Die Schnur einfädeln. Festziehen. Weitergehen. Das Carbongewebe knarrt sanft hier und da, wenn die Barke durch eine etwas kühlere Tasche der Untiefen gleitet. Das Knarren ist nicht das scharfe Knarren eines Holzhauses. Es ist weicher, länger, eher wie ein Mensch, der im Schlaf seufzt, als wie Holz. Du lässt das Knarren sich in den Rhythmus der anderen Klänge falten. Kiesel, die ticken. Laternen, die schaukeln. Stimmstäbe, die klingen. Carbongewebe, das knarrt. Die tiefe, samtene Stille hinter allem. Wenn die Nähte geprüft sind, kehrt Ode zur Mitte des Decks zurück. Hier, in den Boden eingelassen, liegt ein kleines, rundes Fenster. Ein Bullauge, das nicht hinaus, sondern hinabblickt. In die Tiefen der Untiefen unter der Barke. Ode lässt sich neben dieses Fenster auf den Boden nieder und schaut hinunter. Du gleitest ebenfalls hinüber, um zu schauen. Durch das runde Fenster siehst du ein langsames Wirbeln von schwebendem Staub und Stäubchen. Schwach bernsteinfarben angeleuchtet von den Laternen der Barke oben. Darunter der dunklere Raum der Untiefen selbst, gesprenkelt mit dem langsamen Taumeln der Kiesel und den größeren Formen ferner Asteroiden, die am Rand der Sicht treiben. Hin und wieder zieht ein schwaches Schimmern vorüber, ein Stäubchen, das einen verirrten Schimmer Sternenlicht einfängt, ein Kiesel, der sich dreht und eine hellere Seite zeigt. In all dem ist keine Eile. Nichts ist auf dem Weg irgendwohin im Besonderen. Alles ist einfach dort, wo es ist. Tut, was es tut. In dem einzigen Tempo, das es kennt. Ode beobachtet das langsame Treiben durch das Fenster. Vielleicht eine sehr lange Zeit. Du schaust mit. Dein Atem wird noch langsamer. Deine Lider, falls sie nicht schon geschlossen sind, werden noch schwerer. Nach einer Weile erhebt sich Ode. Langsam, natürlich, langsam und schlurft zum vorderen Ende der Barke. Vorn, zwischen zwei der großen ovalen Bullaugen, ist eine Hängematte gespannt. Sie ist aus einem weichen, gewebten Tuch in der Farbe blassen Weizens und hängt in einer sanften Kurve an zwei Messinghaken, die im Carbongewebe sitzen. Ode nimmt eine gefaltete Decke aus einer niedrigen Truhe neben der Hängematte. Die Decke hat die Farbe von Moos, wie der Mantel, und ist viele Male in weichen, sorgfältigen Stichen geflickt worden. Ode klettert in die Hängematte
Und das braucht etwas Zeit, denn in einer Niedrig-Schwerkraft-Barke in eine Hängematte zu klettern, ist eine langsame Kunst und legt sich die Decke über, bis zur Brust. Ode faltet die Hände auf der Decke. Ode schließt die Augen. Ode will ein kleines Nickerchen halten. Die Netze werden auch ohne Ode weiterfischen. Die Barke wird auf ihrer bekannten Kieselströmung ohne Hilfe dahintreiben. Die Stimmstäbe werden leise vor sich hinklingen. Die Laternen werden schaukeln. Eine Weile lang wird nichts Ode brauchen. Du siehst, wie Odes Gesicht noch weicher wird, während Ode hinüberdriftet in die Ruhe. Der Atem wird lang und langsam. Die Hände bleiben gefaltet. Das halbe Lächeln bleibt. Vielleicht könntest du, während Ode ruht, auch ruhen. Du musst nicht, aber du könntest. Die Barke treibt gern weiter, ohne dass einer von euch beiden zuschaut. Die Laternen schaukeln, die Kiesel ticken, die Stimmstäbe klingen. Ganz leise, ganz leise. Der Pollenstaub hängt in der weichen, bernsteinfarbenen Luft. Du lässt deinen Atem noch langsamer werden. Wenn Ode erwacht, und das geschieht so allmählich, dass es keine scharfe Kante zwischen Schlafen und Wachen gibt, öffnet Ode die Augen und schaut nach oben, durch das gebogene Carbongewebe, auf das Laternenlicht, das sich an der Decke bewegt. Ode liegt lange still, ehe Ode sich bewegt. Wenn Ode sich endlich in der Hängematte aufsetzt, geschieht das auf die gleiche langsame, sorgfältige Weise wie alles andere, was Ode tut. Ode faltet die Decke. Ode legt sie zurück in die niedrige Truhe. Ode steht auf. An Bord der Barke gibt es keine Uhr. Würdest du Ode fragen, wie lange Ode geschlafen hat, könnte Ode es dir nicht sagen. 1 Stunde vielleicht. Etwas mehr. Etwas weniger. Es spielt keine Rolle. Die Netze hängen noch immer. Die Laternen leuchten noch immer. Die Untiefen treiben noch immer. Ode schlurft zurück zur Kombüse. Du gehst mit in deinem schwerelosen Zuschauen. Ode bereitet eine weitere Tasse Brühe zu. Der Kessel wird warm. Die Brühepresse blüht in der Tasse auf. Der Dampf steigt. Der Geschmack von Stein und stillem Salz. Das langsame Sitzen auf dem Hocker. Du brauchst keinen neuen Bericht über jede Geste, denn du hast sie alle schon gesehen. Du kannst die Erinnerung an sie, die neue Tasse Brühe, von allein tragen lassen. Du sitzt mit Ode im weichen, bernsteinfarbenen Licht und lässt die warme Tasse warm sein. Nun kommen wir zur langsamen Mitte der Schicht, in der die schwerste Arbeit vorbei ist und nur noch die sanften kleinen Aufgaben bleiben. Ode kehrt von der Kombüse aufs Deck zurück und beginnt, ohne jede Eile, aufzuräumen. Ode nimmt eine weiche Bürste, Stiel aus hellem Holz, Borsten aus feiner Faser und bürstet ganz sanft die Oberfläche jedes Regalbretts. Der Pollenstaub, der sich dort während der langen Schicht abgesetzt hat, steigt in winzigen Wölkchen auf und treibt langsam durch die Luft, bis er endlich durch einen feinen Schlitz in der Carbongewebehülle hinausfindet und sich wieder mit dem Staub der Untiefen jenseits davon vereint. Du siehst das langsame Aufsteigen des Staubs. Du siehst das langsame Treiben. Du siehst das langsame Fortgehen. Bürsten. Aufheben. Treiben. Fortgehen. Bürsten. Aufheben. Treiben. Fortgehen. Diese Aufgabe dauert lange. Du spürst, wie die Zeit sich um dich her lockert. Du spürst, wie du weich wirst in den Gliedern und warm in der Brust und still im Kopf. Nach dem Bürsten geht Ode zur Reihe der Glasgefäße und dreht jedes auf seinem Regal um eine Vierteldrehung. Du weißt nicht warum. Vielleicht,
damit die Gefäße nicht immer auf dieselbe Weise an den Lederschlaufen sitzen. Vielleicht einfach um des kleinen Rituals der Berührung willen. Jedes Glas bekommt dieselbe kleine Aufmerksamkeit. Eine Hand auf dem kühlen Glas. Eine Drehung. Ein kleines weiches Setzen, wenn das Glas in seine neue Lage findet. Es gibt viele Gläser. Das Drehen dauert lange. Du ertappst dich dabei, wie du Odes Hand von Glas zu Glas wandern siehst, wie einen langsamen, geduldigen Vogel. Berühren, drehen, berühren, drehen, berühren, drehen. Das bernsteinfarbene Licht sammelt sich bei jeder Drehung anders auf dem Glas. Neue Funken, neue Weichheiten. Nichts ändert sich sehr. Alles ändert sich ein wenig. Wenn die Gläser gedreht sind, geht Ode zu dem kleinen Bullauge, das hinab in die Untiefen blickt, und nimmt von einem Haken daneben eine kleine gefaltete Karte. Ode faltet die Karte auseinander, legt sie auf den niedrigen Tisch und streicht sie mit beiden Händen sorgfältig glatt. Die Karte ist von Hand gezeichnet, in weichen Tinten von der Farbe getrockneten Tees. Sie zeigt die lange, geschwungene Strömung aus Kieseln, der die Barke folgt, eine sich windende Schleife durch die Untiefen, deren Umrundung viele Tage dauert. Kleine Notizen entlang der Kurve markieren, wo sich bestimmte Stäubchen gerne sammeln, wo bestimmte Asteroiden nah vorüberziehen, wo das Kohlefasergewebe schon einmal geflickt wurde und ein wachsames Auge brauchen könnte. Die Notizen sind in derselben geduldigen, runden Handschrift wie die Etiketten der Gläser. Ode betrachtet die Karte eine Weile, einen Finger an jener Stelle der Kurve ruhend, an der Ode die Barke jetzt vermutet. Es sieht nicht so aus, als prüfte Ode etwas Bestimmtes. Ode macht sich nur wieder vertraut mit der Reise, so wie du eine vertraute Karte eines vertrauten Zimmers betrachten würdest. Nach einer Weile faltet Ode die Karte wieder, hängt sie zurück an den Haken und wendet sich ab. Nun geht Ode zu einer kleinen Holzkiste am hinteren Ende des Decks. In der Kiste liegen kleine Werkzeuge, eine Nadel, eine Spule Garn, ein Fingerhut aus weichem Leder, eine kleine stumpfe Schere. Ode hebt die Spule und die Nadel heraus und nimmt aus derselben Kiste ein gefaltetes Tuch, das nur halb geflickt darauf gewartet hat, im richtigen, langsamen Moment vollendet zu werden. Ode setzt sich auf ein niedriges Kissen neben die Laterne und beginnt zu nähen. Du siehst, wie die Nadel taucht und steigt und den Faden in kleinen, gleichmäßigen Stichen durch das Tuch zieht. Odes Hände sind sicher. Die Nadel hat es nie eilig. Der Faden verheddert sich nie. Die Stiche machen das leiseste Geräusch. Kaum ein Geräusch. Ein feines Flüstern von Garn, das durch gewebte Fasern gleitet. Du lässt dieses Flüstern sich zu den anderen Klängen gesellen. Ticken der Kiesel, Schwingen der Laternen, Klingen der Stimmstäbe, Knarren des Kohlefasergewebes, Flüstern des Fadens, die tiefe, samtene Stille hinter allem. Nach einer Weile erkennst du, dass aus dem Tuch ein kleiner neuer Beutel werden wird, vielleicht zum Sortieren von Kieseln, vielleicht für einen anderen stillen Zweck. Du musst es nicht wissen. Du siehst nur, wie der Beutel in Odes sorgfältigen Händen langsam Gestalt annimmt. Zeit vergeht. Du könntest nicht sagen, wie viel. Als der Beutel fertig ist, beißt Ode das Fadenende ab, knüpft das lose Ende zu einem kleinen sauberen Knoten und legt den neuen Beutel in die Holzkiste. Ode räumt Nadel und Spule weg. Ode schließt die Kiste. Inzwischen kannst du die weiche Schwere der späten Schicht spüren, die sich über die Barke senkt. Die Laternen scheinen eine Spur goldener zu glühen. Der Pollenduft
ist auf seinem süßesten Punkt. Die Kiesel klopfen etwas seltener, weil die Barke in einen ruhigeren Abschnitt der Strömung gedriftet ist. Ode macht eine letzte Runde bei den Netzen. Ode geht noch langsamer als zuvor, sofern das überhaupt möglich ist. An jedem Netz greift Ode hinauf, hakt den Schleier los und beginnt, ihn nach unten zu falten. Das Falten der Netze ist eine schöne, langsame Arbeit. Der Schleier bauscht sich sanft nach innen, während Ode ihn einzieht und faltet sich dann fast von selbst zu langen, weichen Falten. Ode formt die Falten mit den Händen, legt sie über den Messinggriff und bindet sie mit einer weichen Schnur zu einem ordentlichen, schlanken Bündel. Dann hängt Ode das gefaltete Netz an seinen inneren Haken, wo es bis zur nächsten Außenschicht ruhen wird. Es gibt 8 Netze und das Falten jedes einzelnen dauert lange. Du siehst, wie der Schleier sich bauscht und faltet und wieder faltet und zur Ruhe kommt. Du siehst, wie sich die Netze in ihre Haken legen wie schlafende Vögel. Als das letzte Netz gefaltet und aufgehängt ist, geht Ode noch einmal die ganze Länge der Barke ab. Langsam, langsam, und steht einen langen Moment am vorderen Bullauge und blickt hinaus in die Dunkelheit. Durch das Bullauge erstreckt sich der samtene Raum, gesprenkelt mit fahlem Sternenlicht. Ein kleiner Asteroid treibt in mittlerer Ferne vorüber, gesprenkelt in Grün- und Grautönen. Der Pollenstaub funkelt schwach im Laternenlicht direkt außerhalb des Rumpfes. Alles ist genau so, wie es war. Alles ist genau so, wie es sein soll. Nun geht Ode zu jeder Laterne, eine nach der anderen, und greift hinauf, um sie zu dämpfen. Ode löscht die Laternen nicht. Ode dreht nur einen kleinen Schlüssel am Fuß jeder einzelnen, und das bernsteinfarbene Glühen wird um die Hälfte weicher. Das Deck wird sanfter. Die Schatten werden länger und weicher. Der Pollenstaub in der Luft wird zu einem leiseren Schimmern. Laterne um Laterne wird das Licht heruntergedreht. Du spürst, wie sich deine eigenen Augen mit ihnen senken. Wenn alle Laternen gedämpft sind, ist die Barke in eine tiefe, honigfarbene Stille getaucht. Du kannst noch alles sehen. Du kannst noch die gefalteten Netze sehen, die Reihen der Gläser, den kleinen hölzernen Kartenhaken und die weiche Hängematte zwischen den Bullaugen. Doch das Sehen ist gedämpft, besänftigt, an den Rändern verschwommen. Ode kehrt zur Hängematte zurück. Ode hebt die Decke von der Truhe, steigt mit langsamer, sorgfältiger Geduld hinein und legt die Decke bis zur Brust zurecht. Ode faltet die Hände. Ode schließt die Augen. Es ist nicht nötig zu sprechen. Ode spricht nicht. Du sprichst nicht. Die Barke spricht nicht. Nur die leisen Klänge bleiben. Ein Kiesel tippt gegen das Kupfergeflecht. Tick. Eine Laterne schwingt. Ein Stimmstab klingt, sehr tief, sehr lang. Das Kohlefasergewebe knarrt leise. Das Dunkel drückt sanft gegen die Bullaugen. Du lässt deinen Atem langsamer werden. Du lässt deinen Körper schwerer werden. Du lässt dich von der Barke tragen. Die Barke gleitet auf ihrer langen, vertrauten Kurve aus Kieseln dahin. Sie braucht niemanden, der sie lenkt. Sie kennt den Weg. Du brauchst den Weg auch nicht zu kennen. Stell dir vor, du liegst jetzt in deiner eigenen kleinen Hängematte, gespannt zwischen 2 weichen Haken, bedeckt von einer moosfarbenen Decke. Das bernsteinfarbene Laternenlicht ist gedämpft. Der Pollenstaub hängt in der warmen Luft. Die Kiesel klopfen sanft, ganz sanft gegen den Rumpf. Es gibt nichts, was du tun musst. Es gibt nichts, woran du dich erinnern musst. Es gibt nichts, was du planen musst. Es gibt nur dieses langsame Dahingleiten. Tick,
Die Laternen glühen. Die Netze sind gefaltet. Die Gläser sind voll. Die Karte hängt an ihrem Platz. Die Brühschale ist gespült und getrocknet und über der Anrichte aufgehängt. Alles ist an seinem Platz. Um alles ist gesorgt. Alles ruht. Du ruhst. Wenn deine Augen noch offen sind, lass sie jetzt zufallen. Wenn dein Atem noch schnell geht, lass ihn langsamer werden. Wenn deine Gedanken noch umherwandern, lass sie hinausziehen in das samtene Dunkel zwischen den Asteroiden, gesprenkelt mit fahlem Sternenlicht, wo sie so langsam treiben dürfen, wie sie mögen. Ode schläft. Die Barke gleitet dahin. Die Untiefen sind still. Du darfst jetzt loslassen. Tick, tick. Das bernsteinfarbene Licht. Der Pollenduft. Das langsame Bauschen des gefalteten Schleiers. Die Wärme der Keramikschale. Irgendwo in der kleinen dunklen Kombüse. Das kühle Messing der Netzgriffe, das an seinen Haken ruht. Das leise Klingen eines Stimmstabs. Tief und lang. Das Knarren des Kohlefasergewebes. Weich wie ein schlafender Seufzer. Das samtene Dunkel, gesprenkelt mit fahlem Sternenlicht. Treiben, treiben, treiben. Schlaf gut, schlaf gut, schlaf.